Mein Name ist Linus Frank. Ich habe zusammen mit meinen beiden Gründerkollegen Sebastian Wittmann und Thomas Winter seit 2015 die Idee verfolgt, erstmalig anpassbare Massivholzböden herzustellen. Daraus ist nun die erste Kollektion namens Avantgarde entstanden, sodass Optiker bzw. Endkunden diese Brillenfassungen einkaufen können. Bei unserem Freisicht-Woodflex-Verfahren beginnt alles mit dem rohen Block, mit dem rohen Holzblock. Dieser rohe Holzblock wird eben ausgesucht bzw. in verschiedene Qualitätsstufen unterteilt und dann bei uns im Hause letztendlich veredelt. Das heißt, wir wenden dieses Woodflex-Verfahren, das wir eben selbst entwickelt haben, an und dabei werden 10 Prozessschritte vollzogen, sodass am Ende diese anpassbaren Brillenfassungen ermöglicht werden. Anpassbar heißt, unter Wärmeeinwirkung beim Optiker kann man die gewünschte Form erreichen. Durch unser Verfahren, das sogenannte Woodflex-Verfahren, ist es erstmalig möglich, wirklich Massivholzbrillen, also Echtholzbrillen, ohne bisherige Verklebungen beim Endkunden letztendlich anzubieten. Bisher war dies nicht möglich, denn bisher wurden sämtliche Holzbrillen aus verschiedenen verklebten Furnierschichten zusammengefügt und letztendlich dann zu einer sehr starren Brillenfassung weiterverarbeitet. Im Jahr 2014 saß ich gemeinsam mit meinem Gründerkollegen Sebastian Wittmann in der Vorlesung und seine Brillenfassung war kaputt gegangen. Und da entstand dann schnell die Idee, dass wir diese Brillenfassung aus Holz nacharbeiten, also nachbauen, um eben auch dem Nachhaltigkeitsgedanken mehr zu entsprechen. Durch meinen Hintergrund als Industriemechaniker bzw. CNC-Fräser sowie den familiären Hintergrund der Musikinstrumentenvergangenheit kamen wir dann relativ schnell auf das Thema Holz. Und da ist eben ganz wichtig, dass es wirklich aus echtem Holz hergestellt sein muss. Das Produkt, nämlich unsere Brillenfassung, also die Brillenfassung von meinem Kollegen. Im Musikinstrumentenbau ist es so, dass die höchste Qualität eben Massivholzinstrumente besitzen. Das heißt, man nimmt da Abstand von verschiedenen Klebeschichten, sondern konzentriert sich darauf, wirklich die besten Hölzer aus dem vollen Holz herauszuarbeiten, um dann den bestmöglichen Klang zu erzielen. Und genau diese Geschichte begleitet uns jetzt eben seit dem Jahr 2014. Und diese Brillenfassungen münden eben in der Avantgarde-Kollektion, die beim Optiker für den Endkunden erhältlich ist. In der Brillenbranche ist es eigentlich üblich, relativ zweidimensionale Formen zu erstellen. Das heißt, man hat im Prinzip eine gewisse Krümmung, die im Nachgang vollzogen wird. Andererseits, wenn man sich eine Brillenfassung, eine herkömmliche genau anschaut, sieht man eben eine, ich nenne es mal, eine gewisse Zweidimensionalität, eine gewisse Kantigkeit. Und wir können eben aufgrund dessen, dass wir dieses Massivholz herstellen, das eben verbesserte physikalische Eigenschaften hat, dadurch können wir erstmalig wirklich das Holz so darstellen, in seiner Patina, in seinen Jahresringen, wie man eben Holz kennt. Und das heißt also, wir haben nicht mehr den unterbrochenen Faserverlauf und die unterbrochene Optik, wie sonst üblich bei sonstigen Schichtholzbrillen, sondern wir können eben komplett in die Freiformgebung gehen und das haben wir eben auch getan. Also ein Ziel in dieser Kollektion Avantgarde war, dass wir darstellen, dass wir eben sämtliche Rundungen, sämtliche Freiformflächen wirklich aus unserem Material herstellen können und dadurch eben ganz besondere, sehr natürlich wirkende Formen entstehen, die sich eben besonders gut in die jeweilige Gesichtsgeometrie einfügen. Wir bieten 5 verschiedene Farbgebungen an in unserer Kollektion, wobei eben 2 dieser Farbkombinationen, das heißt einmal Gamma Schwarz sowie Violinrot, direkt aus den Musikinstrumentenbaukenntnissen meines Vaters abgeleitet wurden. Darüber hinaus bieten wir ihm auch einen Nussbaum an, in seiner natürlichen Art und Weise.
und eben zwei gefärbte Modelle. Das heißt, einmal nennen wir es Noblesse Black und einmal Noblesse Brown. Das heißt, es hat dann auch nochmal eine ganz eigene Anmutung, denn die weichen und die harten Jahrringe des Ahorns erzeugen dabei ein ganz besonderes Zusammenspiel, was eben in dieser besonderen Optik mündet.